Wir haben uns alle hier zusammengefunden, fast alle, und werden jetzt ein paar Fragen beantworten, die kamen entweder auf YouTube oder auf Instagram, und es waren auch viele Fragen dabei, die zigmal kamen und die uns teilweise seit Jahren gestellt werden und weswegen wir alle jetzt zusammensitzen. Ja. Nur deshalb. Nur deshalb. Sonst lassen wir uns. Chef, du darfst anfangen mit der ersten Frage. Fragepunkt. Wie viele seid ihr? Ich würde sagen, einmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die jetzt gerade nicht hier sind. Die letzten 4. Ja. Es sind ja auch schon genug in einem Raum. Wir benutzen genug Ja. Sauerstoff. Ja, das reicht mir auch. mehr auf den Luft und ich würde sterben. Mehr von euch brauche ich nicht mehr haben. Eine Frage, die uns ungefähr seit Anbeginn der Zeit gestellt wird. Was seid ihr? Seid ihr Frauen? Seid ihr Männer? Seid ihr was? Diese Frage Wenn wir jetzt beantworten. Doch, die haben sich geklärt. Alles Frauen Außer ein Hahn. ein Hahn, Ja. den wir jetzt dazu bekommen haben. Und Wobei Männer, das- Männer nur- ziehen bei uns nicht Ja, blank. nur die Das Frauen gibt's ziehen nicht. blank. Ja. Männer dürfen nicht. Ja. Bedecken Sie sich! Keine Männernippel zu sehen. Nee, das gibt's bei uns nicht. Sonst bringt mein Kopf hoch. Burka! Burka! Wenn so beides lag, dann können wir nicht sagen, Gespenstgesicht. Nächste Frage. Wie alt seid ihr? Also ich bin 23. Oh Gott. Ich bin auch 23. 22. 23. 22. 22. 23. Oma der Gruppe hat 26. 25. Oh. Oma Nummer 2. Oma und Nein, die Opa. Mutti. Und die Mutti. Die Mutti. Ja. Hör übt die Mutti. Was dazu tun? Das ist meine Frage. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das ist sehr schön. Wollen wir das nach der... So, wollen wir es versuchen, chronologisch hinzukriegen? Ja, Okay. bitte. Okay. Ich fange an. Ich habe am Anfang Kasu kennengelernt. Nee, davor kommt noch einer. Ja. Am Anfang war das Nein. nichts. Nein, Kasu war die erste. Kasu ist die erste. Ha, klar, Vicky wäre mir die. Nee, die ist so mit so 3. Wir sind so ab 2, so wenn ich die Rutsche hatte. Und im Alter 2. Als ich die Rutsche hatte, ernst? Ja, pass auf, also Kurzfassung. ich hatte eine Rutsche im Garten. Und Ich habe diese Rutsche einfach geliebt. ja. Und ja, meine Oma hat schräg gegenüber gewohnt und dann sind wir halt immer rüber zu Lynn und haben da gerutscht. Ja. Also das heißt, wir kennen uns jetzt seit 21 Jahren. Wow. Cutie Pie. Danach kommt Vicky dazu. Die habe ich dann im Kindergarten kennengelernt. Moving on to... Ja, jetzt Ja, erzähl genau, du nichts also- davon. Genau, also stimmt. Eigentlich ist das älteste Pärchen dieser Gruppe sozusagen. Also ich kenne meine Schwester seit meiner Geburt. Ach, Und sie kennt mich seit sie 1 Jahr und Stimmt. 6 Monate alt ist. Ja. Nicht genau. Genau. Und dann im Alter von zarten 6, 7 Jahren hat Ja, 6. Ja, du 6? ja, 7, hab das nette Mädchen hier kennengelernt. Genau, also eigentlich vor allem Dana und ja, Genau. wie es Aber- noch weiter ging. Also genau, und dann waren sie zusammen gemorpht. Für immer und ewig und keine Ahnung, seit der 1. Klasse und ich kam ein bisschen später. Ich kenne mich später lernen. Oh, Lali habe ich auch schon in der 1. Klasse Ja. kennengelernt. Okay, gut, also nochmal ein anderer Handlungsabschnitt. Lali und ich haben uns tatsächlich in der 1. Klasse kennengelernt. Da waren wir beide 6 Jahre alt. Ja. Kommt man in der 1. Klasse, ja, gut. Und ja, Genau. irgendwann To be continued, das kommt dann to be continued, genau. Kam es denn vorher noch? Dann hast du Vicky kennengelernt? Ja, Vicky habe ich in der
6. Klasse Ah, kennengelernt. Wow, Nein, und du ich bist- schon. Und dann 2 Jahre später irgendwie. Ja, im Alter von keine Ahnung, wie viel ich da war, aber in der 3. Klasse. Haben meine Eltern beschlossen, dass sie doch unbedingt umziehen möchten. Fand ich ganz doof. Und kam da zu der da in die Klasse. Die, Und zu Dana. Und zu Dana. Dana nicht vergessen. Na, ja. Ja, Dana war bei uns. Und ich habe schlechtes Gedächtnis, total böse. Und ich habe sie tatsächlich gesprochen. Ich schüchterne Mensch sein. Und ich sie aber angesprochen habe, weil sie nicht mitspielen durfte bei den anderen, weil sie ein Pferd sein wollte und kein Hund. Und ich dann zu ihr gesagt bin, hey, wollen wir nicht zusammen spielen? Du darfst auch mit mir ein Pferd sein. Und dann haben wir immer Pferd und Hund gespielt. Irgendwann dann Einhorn und Wolf. Evolved. Und wir waren Freunde. Das ist halt immer passiert, war scheiße. So, ich muss mal nachdenken. So, jetzt darfst du dich wieder einklinken, glaube ich schon. Achso, stimmt. Nee, Marie muss als erstes eingeklinkt werden. Marie war auf dem Geburtstag damals schon dabei. Dann kommen wir auch langsam ins Alter fast, wo Frau Fetze. Ja, das heißt Marie können wir einklinken. Ja. Marie, hast du kennengelernt? Ja, Marie habe ich kennengelernt in der 6. oder 7. Klasse. Mhm. Ja, und seitdem sind wir auch beste Freunde. Jetzt seit, ja, ich glaube, sind 13 Jahre knapp. Ein Arsch und ein Eimer. Ja, also ich bin der Arschstier im Eimer oder andersrum. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ja. Sie ist die Frischhaltefolie zu meinem Bock. Ein Bock hat keinen Deckel. Okay. Ein Zwischeneinwurf. Ich habe ein Freundetagebuch mal gefunden und da stehen meine 2 besten Freunde, der Christian damals noch und du da. Ich? Du nicht? Verstehe ich nicht. Finde ich verwirrend. Ach, ich wusste gar nicht, dass ich da überhaupt kannte. Du nicht! Ja, aber in der Schulbetreuung, nach der Schulbetreuung da waren wir halt so oft irgendwie zusammen. Deswegen, wir waren da auch schon Freunde, was ich eigentlich noch gar nicht wusste. Sieh mal. Seh ich mal. Ja, noch Handlungsstrang hier drüben. Nee, ich kam ja später dazu. Also ich habe in der 6. Klasse Vicky kennengelernt. Lins gute alte Freundin. Und dann war es erstmal wieder to be continued. Für 2 Jahre oder so. So. Now. Und ich kam in der, oh Gott, 7. Klasse? 7. Klasse, glaube ich, oder sowas war das. Das war der Geburtstag. Naja, die Schwester war. Ja, egal, wie auch immer, auf jeden Fall war ich bei diesem Geburtstag dabei und seitdem bin ich bei der Gruppe dabei. Also ich bin auch eines der Urgesteine. Yes! So siehst du auch aus. Ja. Und dann kam der Tag. Dann kam der Tag. Genau. Danke, Coco. An dem Vicky Geburtstag gefeiert hat und mich Verrückte eingeladen hat und ganz viele Normalos und dann Lynn eingeladen hat. Und irgendwann fiel auf diesem Geburtstag das Wort Naruto. Und wir schrien über den Tisch, Naruto! Sie hat uns auseinandergesetzt. Ne? Sie wusste, also einer hier am Ende und einer da. Egal, es hat nichts genutzt. Wenn die zusammenkommen, dann ist vorbei. Und seitdem ist sie dann auch dabei. So, wartet. Das dauert noch. Nein, Jetzt Ihr kennt sich doch alle schon. jetzt kennen wir uns. Ja. Wir kennen uns jetzt. Zwischendurch war nur noch Ganz am sie. Ende. It's your time now. It's yours. Ja. Ihr dürft zusammen gerne. Wir haben uns auf der Buchmesse 2009 im Oktober. Und zwar hatte ich im Animex Forum geschrieben von wegen so, hey, ich kenne keinen, hat irgendwer Bock zusammen hinzugehen? Und dann hat sie mir geantwortet. Ja. Und die Sache mit dem Bahnhof war so. Und zwar, wir haben dann gesagt, okay, wir treffen uns dann vor dem Eingang, so von so Rolltreppen hoch vorm Eingang. Und dann gehst du da hin und denkst so, ja okay, ich bin hier sind Menschen, hier ist sie nicht, ich schreibe mal, ja, ich stehe hier vorm Eingang. Und sie so, ich stehe auch vor dem Eingang. Und dann haben wir festgestellt, es gibt 2 Eingänge. S-Bahnhof und Bahnhof. Genau, und ich stand beim einen und sie beim anderen und dann, okay. Wir haben es noch gefunden. Es war lustig. Also. Und am gleichen Tag, lustigerweise, weil wir waren auch als Naruto-Charaktere da, es gab immer so ein riesiges Naruto-Treff und dann hatte ich da so 3 Gestalten gesehen, wo ich dann noch so ein Foto hatte, wo ich dachte so, die
sehen ja schon ganz cool aus. Wenn man Und jetzt dann- das Foto nein, es wird nicht eingeblendet. Weil die Aussage, die sahen cool aus. Das ist im Jahr 2009 ist das. Anderes Cosplay. Long time ago. Und dann hatten wir gab es irgendwie ein lokales Animex-Treffen und so. Und dann gehe ich da hin und war so, oh mein Gott, die Leute habe ich in Frankfurt gesehen. Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt. Ja. Genau. Und dann auch relativ schnell gefragt, hi, wir müssen da was drehen. Bräuchte da Und einen. so seid ihr dann zur Crew gekommen. Für die Dreharbeiten. Ja. Und dann haben wir gefragt, so, So, und dann, the stage is yours. Naja, eigentlich ist das Lanis Part. Ja, kam Lali ein bisschen vor. Ist nicht hier. Nee, gleichzeitig. Naja, für mich kam das eine Millisekunde vorher. Ja, jedenfalls 2010. im Jahr 2010 habt Ja. ihr euch auf der Buchmesse kennengelernt, Lali und du, ne? Ja, Lalis beste Freundin war halt auch dabei irgendwie. Und wir hatten halt irgendwann nochmal so ein komisches Event, Schlittschuhfahren oder so. Ja. Und da habe ich dann die ganzen Chaoten alle getroffen, bis auf Coco. Coco war da nicht dabei. Also, ja, okay. Es waren einige dabei. Sagen wir so. Viele der Chaoten. Ja, und dann Dann waren wir halt irgendwie auch da integriert. Und Dann haben wir sie einfach abgezogen von der anderen Gruppe. Die wurden annektiert. Die ja, wir waren Wahl tatsächlich von mal für uns. wenige Monate bei einer anderen Gruppe. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das jetzt offiziell machen, dass die bei uns sind. Weil wir viel cooler sind. Wie wir eigentlich sogar zum nächsten Punkt kommen. Also Nein. Baby! Du bist 100% in meinem toten Winkel. Ich sehe dich in die Richtung gesehen. Okay. Nur weil du mich nicht siehst, bin ich auf einmal nicht mehr dabei. Ja, okay. wird hier eine Träne einfügen. Oh, wir haben zwischendurch vergessen, wir kannten uns ja auch schon früher. Nein, 2015. Ja, alles früher. Ich glaube, so der allerletzte, aber last but not least, 2000, also eigentlich habe ich eine Person, über die ich Janora kenne, Wir haben uns über jemand anderes kannte ich schon Ende 2013. Aber 2015 bin ich ganz spontan nach meinem ersten Japan-Tag mit dahin gegurkt mit der Bahn und da haben wir uns kennengelernt. Dann kam ich vorbei und gesagt so, hi. Und du hast gesagt, hi. Und dann haben wir uns Ja, gekannt. und wir waren direkt so, Bro. Bro. Ja. Seitdem, Ja. Bruderliebe. Und die haben mich halt auch, also in die Gruppe geholt. Ja, lustigerweise. Und dann habe ich das irgendwie erfahren, so, hey, wir haben jetzt hier so einen. Und ich war so, oh ja, cool. Und ich war dann so, Dude, was machst du hier? Kennt ihn? Und alle so, du kennst ihn. Das war lustig, ich war nicht mit Unabhängig einem von dir. Kumpel auf dem Treffen und da hatte ich Janora noch nicht gesehen und er hat mich Ideen vorgestellt. Ja. Und dann bin ich nochmal rumgelaufen, dann hat Janora gesagt, ey, ich kenne da jemanden. Und dann bin ich angekommen, dann, ey, ich kenne euch. Und dann, was, ihr kennt euch? Ja, ich war voll schon da. Also kriege ich einen. Und dann sind wir jetzt am heutigen Tage. Ja. Ja. Die Welt ist ein Dorf. So Haben wir auch sind jemanden zusammen. vergessen? Nee. bin ich auch alle auf dem Dorf groß geworden. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Okay, nächste Frage. Wie kamt ihr auf die Idee mit dem YouTube-Kanal? Das fragt mich auch. Das ist Same. Ja, aber das Also weiß ich auch auch gerne. ihre Story. Ich weiß es ernsthaft nicht. Also die da, aber mehr Ja, weiß ich okay. Nee. Wir haben so viele YouTube-Videos geguckt von Cosplayern und Animex war kein großes Ding, als wir angefangen haben. Und auch andere Seiten waren immer nur ausländisch, so wie DeviantArt oder so. Und ich habe halt gedacht, viele Cosplayer machen halt YouTube-Videos. Und wenn ich Cosplayer sein möchte, dann ist es vollkommen normal, wenn wir auch YouTube-Videos machen. Ist doch voll logisch. Oder damals noch mal Video. Oh ja. Wir haben das unsere wär- ersten Videos, du Gelöscht. und ich, gelöscht. Die waren damals auf mein Video, die haben wir mittlerweile gelöscht, weil... Nee, gar nicht. Was ich noch weiß, was ich jetzt glaube ich sogar sagen kann, weil wir mittlerweile ein anderes Passwort haben. Ich erinnere mich an den Tag, an Nein. dem wir den Doch. an dem wir den Channel gegründet. Nein, doch. Oh,
an dem wir den Channel gegründet haben. Ich war in einem anderen Raum und hörte nur so, Coco, wie sollen wir das Passwort für YouTube nennen? Ich rufe zurück, keine Ahnung. Ja, war halt das Passwort. Ja, und wir haben eine Zahl dahinter gesetzt. Aber jetzt haben wir ein anderes. Also falls das jetzt jemand versucht, wisst ihr eh nicht unsere E-Mail-Adresse. Aber ich glaube doch, die brauchen wir. Und es klappt nicht. E-Mail-Adresse und Passwort. Genau, also ich dachte, das wäre damals normal. Und dann haben wir halt gedacht, naja, wir werden uns schon irgendwas einfallen lassen, ne? Und dann machen wir YouTubes auf Video. Ja. So sind wir zu unserem Kanal gekommen. Jetzt kommt nämlich erst die Frage, wie wir auf unseren Namen eigentlich gekommen sind. Kannst du die Story noch? Kannst du, glaube ich, noch halten. Ja, Wir haben eine Abstimmung, aber mehr weiß ich vergessen. nicht. Ja, wir haben ganz demokratisch abgestimmt, das weiß ich noch. Ja. Und dann... Wir hatten so eine Liste. Genau, wir hatten so eine Liste und dann haben wir die halt so rumgegeben, dann durfte jeder irgendwie eine Stimme abgeben. In der Schulbibliothek. In der Schulbibliothek, ja. Und dann war irgendwie das, ich weiß nicht mehr was, aber es war irgendwas mit Marie und Marie wollte irgendwie eigentlich was anderes. Nee, sie hat, also hier kommt die Bedeutung unseres Namens. Sayuri bedeutet kleine Lilie. Und ich habe hinter Sayuri geschrieben, damit man weiß, was wir eigentlich dann für einen Namen haben, bevor da steht Popo. Habe ich halt dahinter geschrieben, dass Sayuri kleine Lilie heißt. Aber anscheinend ist mein L so bauchig, dass Marie kleine Chili gelesen hat. Und war so, ich will Chili heißen. Chili finde ich geil, kreuzt sich Chili an. Und dann war sie so stolz, dass es geworden ist und war so, ja, wir heißen kleine Chili. Und ich so, da steht Lilie. Nein! Das ist eine kleine Chili! Meldet bitte Fanart von uns als Chilis. Wir können das kleine Chili dann auf Japanisch heißen, damit wir wissen, wie wir beinahe gehießen hätten. Wir hätten heißen sollen, wie wir uns umnennen sollen. Ja. Vielleicht kleine Vielleicht Chili. weiter. Zweitkanal, genau. Vielleicht wird wie kleine Chili besser als Sayuri. Ich weiß noch, wer Sayuri war schon so auf Bluebird Scheiß Cosplay drauf. das zweite. Das ist kleine Und noch Chili. andere. Tja, so sind wir zu unserem Namen gekommen. Das war die Das ist Story. Aber wie Sayuri mit, also ich glaube, das ist ja nur mal der Mädchenname. Ja. Wir heißen nicht Sayuri Cosplay, wir heißen S.I. Sayuri Cosplay. Das ist dann aber der Ausgleich gewesen. Weißt du, Marie war so sauer auf die kleine Chili, dass sie gesagt hat, ich will ein S.I. dafür. Aber was heißt denn das? Ja, Secret, Top Secret. Also, die nächste Frage ist, warum habt ihr angefangen zu cosplayen? Das wieder erzählen. Wer möchte anfangen? Die Frage vorgelesen hat? Okay, warum habe ich angefangen zu cosplayen? Ja, das ist eigentlich auch wieder so eine Story mit Lali. Also irgendwann kam sie in der Schule, ich glaube es war 9. Klasse oder so, kam sie mal auf mich zu. Es gab diese Zeitschrift, wie hieß die? Kohaku oder Koniko, ich weiß es nicht. Sowas. Auf jeden Fall hat sie da irgend so einen Bericht über Cosplay gelesen und war dann nur so, Moi, ich hab da was gelesen, das ist voll freaky, ich muss dir das zeigen. Und sie hat mir dann diesen Artikel gezeigt, so von wie, guck mal, da verkleiden sich Leute als Charaktere aus irgendwelchen Animes. Lass es auch mal machen. Freaks, lass machen. Also ich weiß nicht, ob das hier Wortlaut war, aber so vom Sinn her Ja. gibt sich das nicht viel. So bin ich dann, also ich war quasi so der Mitläufer, der dann gesagt hat, ja gut, lass mal machen. Und dann haben wir ihre Mutter dazu gedrängt, uns zu helfen, uns die Kostüme zu nähen, weil wir waren der festen Überzeugung, Cosplays kauft man sich nicht, wir müssen die selbst nähen. Ich habe nie irgendwie eine Nadel in der Hand gehabt, aber wir müssen jetzt dieses Cosplay nähen. Dementsprechend sahen die Cosplays dann halt auch aus. Aber So Ja. witzig, die Story kenne ich auch noch nicht. Das wusste ich auch vorher nicht. das erzähle ich dir irgendwann bei Gelegenheit. Ich gebe dann mal das Wort an dich weiter. Wie hast du denn angefangen? Warum hast du angefangen zu cosplayen? Ich glaube, das läuft hier bei vielen zusammen, oder? Also, wer hat angefangen? Lynn hat irgendwann mal gebrüllt, oh mein Gott, lass das machen! Und dann hat sie uns einfach alle irgendwie so angehauen und war so, oh mein Gott, ihr müsst das mitmachen, weil ich will das machen und ich will eine Gruppe und der Nase. So, Wenn ich das will, dann wollt ihr das auch. Wir haben uns ja fast die Rollen nicht ausgesucht. Ich bin die Ausnahme. ich habe auch keine andere Rolle mehr. schon da. Also wir fassen das Ganze jetzt zusammen, Lynn ist schuld. An allem. Ja. Hey, ich habe mich genauso. Nein, ich auch. Ich hatte genauso die freie Wahl wie du. Der Lynn hat mich Outsider angeguckt und hat gemeint, hey, wir haben fast keine Charaktere mehr übrig, mach mal Kakuzu. Und ich war so, ja, okay.
Ja. Ich meine, wir waren schon früh ausgebucht in anderer Besetzung, aber Ja. wir waren dann ausgebucht. Ja. Die einzigen, die eine freie Wahl hatten, waren Dana, Kasu und ich. Ja. Weil Dana hat mit uns angefangen. Wir haben den Shit. Also wie gesagt, wir haben ganz viele YouTuber geguckt, die halt Cosplay haben. Ja. Wieso hast du denn angefangen? Ja. Also ich habe schon direkt Grundschulalter jedes Mal nach Hause gerannt, um auf RTL 2 die Anime zu gucken. Und der Grund, der mich zum Cosplayen gebracht hat, war Jan die Kamikaze-Lieben. Kamikaze-Lieben. Und Entschuldigung. Ja. Ich bin ein was Grandma. mein Sprachfehler? Ich sag auch immer irgendwas anderes. Also, Ja, aber wie bist du zum Cosplay gekommen? also meine zwei besten Freunde und ich wollten das halt auch machen, wollten auch immer zum Japan-Tag und hatten halt in der Grundschule schon Doremi-Cosplays geplant. Die wollten unbedingt Doremi machen. Und es war aber ein, du machst mit Jamie, du musst. Und das war so, okay, dann mach ich auch Doremi raus, ist okay. Aber es hat nie geklappt, obwohl ich nur 1 Stunde und 20 Minuten von Düsseldorf entfernt gewohnt habe. Jetzt habe ich es erstmal geschafft, zum Japan-Tag zu gehen, seitdem ich in Berlin wohne. Aber seitdem habe ich halt Interesse ans Cosplayen gehabt, aber letztendlich habe ich erst in Berlin angefangen zu cosplayen, weil ich da auch erst die finanziellen Möglichkeiten hatte. Und ihr so? Ja. Ja. Ihr, nicht du? Nein, ihr ist komplett. Ja, wir müssen den gleichen Grund haben, warum wir angefangen haben. Das war kurz abschrecken. Nein, ohne abzudecken. Verdammt. Okay, nein, also bei mir, ich bin über Animex und Mangaka und sowas da drauf gekommen, weil ich halt viel gezeichnet habe oder zeichne und dann habe ich da immer wieder die Bilder gesehen und dachte mir irgendwann so, das könntest du ja auch mal ausprobieren. Und dann kam 2009 das erste grottige Tobi-Cosplay, was in FWM ausgeführt wurde. Das war super, Entschuldigung. Beste Cosplay ever. Ja, und es ist dann einfach sowas draus geworden. Sowas. Geil. Ja, Schäble. Tatsächlich habe ich, glaube ich, nie eine Folge Naruto geschaut. Nein, ich kam darüber, über Fanfiction und Naruto habe ich kennengelernt durch teste.de, weil ich diese ganzen war langweilig und ich habe Internet und ich habe diese Tests gemacht und dann kamen Charaktere raus und ich musste natürlich die Charaktere kennenlernen, also habe ich gegoogelt. Und Fanfiction, dann kam ich irgendwie auf Fanfiction und irgendwann hatte ich mal irgendwas von der Konichi gesehen und war so, das ist schon ziemlich cool, aber ich war irgendwie 15 und das war gefühlt 3000 Kilometer entfernt und dann kam in der Oberstufe bei mir eine damalige Freundin, also wie man die kennengelernt hat, die hat gemeint so, ich kenne da so eine Aniko, da kann man Aniko! Und da kommst du mal mit und das war der 3. Oktober 2009, mein erster Con. Das weiß ich noch, weil ich morgens mit dem Zug gefahren bin und es war Feiertag, weil es war der 3. Oktober und ich musste 2 Stunden an diesem Bahnhof sitzen, bis der Bus kam mit den anderen Leuten und wir dann mit dem Zug und ich hatte Kuchen dabei. Ja, also wir hatten ja schon, dass ich durch die da zum Cosplay gekommen bin, war halt einfach die gesagt, ja, du machst jetzt Conan, die hat blaue Haare und besteht aus Papier. Das waren meine Informationen, die ich hatte. Dann war 3. Klasse, glaube ich, war das ja, Klassenfahrt. Bekam ein Bild vor... 3. Klasse haben wir noch kein Naruto geguckt. 8. Ist ja fast das. 3., 8. Also sind beides ungerade Zahlen. 3. auf der weiterführende. Ja. Sind beides... Nein, ich meine, die 3 ist eine 8, wenn man einen Strich durchmacht und die 4 hat man die 8. 3. Klasse auf der höheren Schule. Genau, den versteht nicht. So, ich bin intelligent, ich bin Ravenclaw. K-L-U-K. Wo waren wir? 8. Ja, 8. Klasse, ich bekam ein Bild vorgelegt von den Akas und musste die Namen auswendig lernen. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte ich es nicht gemacht, aber ihr wäre schon wäre was nicht hier. eingefallen. Sie wäre heute nicht hier. Und irgendwann habe ich mir dann endlich mein Naruto gekauft, die ersten beiden Bände. Ich fange nicht mit den ersten nur an, ich kaufe mir vielleicht die ersten beiden. Und habe gelesen und fand toll. Und dann... Ja. Ich habe eben schon zwischengeschmissen. Ja, und dann war natürlich Conan so. Ja. Ja, die ganz schrecklichen Kostüme als erstes. Ja. Warum wolltest du Cosplay? Ja, also Ich weiß gar nicht, ob ich heute bin. naja, tatsächlich wollte ich schon
Also Cosplay habe ich entdeckt, als ich auf DeviantArt gekommen bin. Das war in der 7. Klasse oder so. Also ist schon ein ganz schönes Weilchen her. Und habe mir aber dann so auch dann immer so Sachen angeguckt und dachte, boah, das will ich gerne machen und so. Aber irgendwie hat die Motivation gefehlt und das Geld hat gefehlt und die Nähkünste hat erst recht gefehlt. Und dann habe ich ja, wie schon erzählt wurde, Lynn kennengelernt. Und ja, und dann war die so, ja, wir haben noch einen freien Platz, wir brauchen Karin. Wenn sich irgendjemand noch an Karin erinnern kann. Ich fand die super. Ich fand sie auch super. Aber wofür brauchen wir dich? Ja, die hatte auch mal, die war ja nicht wirklich ein Katzenteil, aber sie hatte mal die Mäntel an. Ja, die konnte die heilen. Ja. Aber wieso hatten wir denn den Rest? Natürlich hatten Team wir den Rest. Tucker. Wir Team hatten, Tucker. wir hatten Abo. Ja, Glaube ich, das richtige Wort. auf jeden Fall ist es nie zu Karin gekommen. Irgendwann gab es dann Tetsu und dann war es so, ey, wir haben auch noch Tetsu. Weil es wurde auch Karin ziemlich gebasht in dieser Gruppe, also der Charakter. Ja, das stimmt. Ja. Und dann hatte ich irgendwann auch nicht mehr wirklich Bock und als dann gesagt wurde, ja, Tetsu ist frei, war ich so, okay, let me play Tetsu. Ja, hab ich mit Tetsu angefangen. So, haben jetzt alle was gesagt, was wir sagen wollten? Gut? Ja, glücklich. Okay. Nein. Ich glaube nicht.